Hallo zusammen, ich bin jetzt schon seit 2 Jahren unterwegs, befinde mich gerade in einem Lockdown und da habe ich mir gedacht, das ist doch der perfekte Zeitpunkt für eine kleine Review über mein Fahrrad und mein Equipment. Und in dem gleichen Zug möchte ich mich auch noch bei Elisa und Alberto bedanken, die mir ihren Zweitwohnsitz zu diesen Zeiten hier in Mailand zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Meine komplette Ausrüstung habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Ich werde zuerst über meine Elektrosachen reden, dann über mein Kochequipment, mein Zelt, meine Schlafsäcke, dann über meine Klamotten, Sonstiges und dann mein Fahrrad und meine Fahrradtaschen. Los geht's! Hier sehen wir einen großen Teil von meinem Elektroequipment, welches ich mitgenommen habe. Hier ist mein Laptop, ein Microsoft Surface Pro. Der Akku ist der Wahnsinn und der super leistungsstark. Ich habe keine Probleme, meine Videos hiermit zu bearbeiten. Also es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Ich habe auch ein paar alte Computerspiele da drauf. Ja, ist echt cool. Der einzige Nachteil ist das Ladegerät. Das funktioniert nicht mehr richtig. Das ist manchmal echt eine Fummelei, bis das da mal anfängt zu laden. Da muss ich aber einfach mal ein neues kaufen. Hier habe ich eine 1 TB SSD externe Festplatte. Ja, das ist auch super, sowas mitzuhaben. Die ist auch noch nicht voll, da habe ich so viele Filme, die ich schon gemacht habe, drauf, Fotos. Ist aber natürlich auch in der Cloud, damit nichts verloren geht. Ja, dann habe ich hier meine Adapter, einen Universaladapter mit 4 USB-Ausgängen. Das ist sehr praktisch, um meine Sachen parallel zu laden. Wenn es aber schneller gehen soll, dann nehme ich den kleineren Adapter hier von meinem Handy. Der hat einfach mehr Saft. Dann habe ich von Anker eine Powerbank. Damit kann ich mein Handy 4-mal laden. Und das ist immer noch die gleiche, die ich damals gekauft habe für meine Reise. Der USB-Input, um die selber zu laden, der hat mittlerweile einen Wackelkontakt. Da muss ich halt darauf achten, dass die wirklich lädt. Ansonsten, ich habe die wohl, wenn ich weiß, dass es die Nacht kalt wird, um die 0 Grad oder kälter, dann nehme ich die, genau wie mein Handy, mit dem ich gerade filme, mit in meinen Schlafsack, damit die nicht kaputt gehen. Hier habe ich von Anker eine Soundbox. Die ist wirklich, also gefühlt unkaputtbar. Die habe ich auf meinem Lenkrad befestigt. Wirklich, die ist da bei jeden Temperaturen draußen und die nutze ich, um über Bluetooth Musik zu hören oder um zu navigieren. Und das klappt wunderbar und ich bekomme trotzdem noch mein Umfeld mit, was halt der große Vorteil zu Ohrstöpseln ist. Ja, das dazu. Dann ist hier meine Kamera, meine Sony Alpha 6000. Mit der bin ich auch zufrieden, also für das Geld kann man echt nichts sagen für die Qualität. Und die Menüführung ist einfach und ich war wirklich ein Anfänger. Ich hatte vorher noch nie eine eigene Kamera. Und nur mit ein paar Videos gucken und Beschreibungen lesen, komme ich damit echt gut zurecht. Ich bin jetzt halt immer noch kein Profi, aber es funktioniert. Ich komme damit klar. Was hier nicht so top ist, es hat zwar die Kamera einen integrierten Blitz, wie man vielleicht sieht, aber da sind alle meine Objektive im Weg. Ich glaube, das Kit-Objektiv, damit funktioniert das, aber nicht mit meinen. Das ist ein bisschen blöd. Und es gibt keinen externen Input für ein Mikrofon. Deswegen nutze ich gerade auch mein Handy zum Filmen. Das ist einfach praktischer. Ich kann zwar hier mit filmen und mit meinem Handy Audio aufnehmen und das dann zusammenschneiden, aber es ist zu viel Aufwand. Ja, das Objektiv ist auch von Sony, ist ein 24-240 mm, ist halt ein super Allrounder. Super Zoom, mir gefallen die Fotos und ja, da ist aber der Nachteil, der Fokus, der funktioniert nicht mehr ganz so super wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob das mit einem Zusammenspiel ist oder so. Das kann ich nicht sagen, ob es jetzt woran das genau liegt. Und das ist halt schwer, ne? Also die Sony, die Kamera selber ist super leicht, aber das ist schon
ein Brummer. Und da überlegt man sich dreimal, ob man sowas mit auf so einer Fahrradreise nimmt, weil das sind, glaube ich, 800 Gramm. Und da ist mal Feuchtigkeit reingekommen. Das heißt, auf Fotos und Videos sieht man so kleine Pünktchen. Die Fotos bearbeite ich natürlich, aber auf den Videos sieht man das. Das ist ein bisschen schade, aber das bekomme ich nicht weg. Muss ich mal, wenn ich in Deutschland bin, abgeben und professionell reinigen lassen. Hier haben wir ein Samyang Weitwinkelobjektiv. Da bin ich auch sehr zufrieden mit dem Kauf. Das hat einen manuellen Fokus. Wenn man da einmal den Dreh raus hat, ist das ganz okay. Das nutze ich eigentlich 50-50 nutze ich die Objektive. Also es macht echt Spaß, mit beiden zu fotografieren. Und besonders macht das hier mit Spaß, in der Nacht zu fotografieren, zum Beispiel Sternenhimmel oder zuletzt auf Island die Polarlichter. Echt cool. Genau, einen kleinen Nachteil. Mir ist letztens aufgefallen, dass auf den Bildern rechts im Feld das so ein bisschen unscharf geworden ist, aber da muss man extrem drauf achten. Das ist ein bisschen schade. Ja, und hier habe ich noch ein Solarpanel. Da muss ich gestehen, das habe ich nicht häufig benutzt, eher in Gegenden, die remote sind. Aber wenn ich es benutzt habe, wie zum Beispiel im Iran in der Wüste oder im Kirgisistan in den Bergen oder im Himalaya, war ich echt super zufrieden damit. Ich habe wirklich sehr gut meine Powerbank damit laden können und mit meiner Powerbank meine anderen Geräte, das hat vollkommen ausgereicht. Mein Handy, mit dem ich gerade filme, ist mit einem Gimbal verbunden von der Marke Xeon Smooth 4, was wiederum auf einem Carbon-Stativ gerade steht. Das Gimbal ist schon relativ schwer und für so eine Reise gibt es wahrscheinlich kompaktere Möglichkeiten mittlerweile, aber es macht trotzdem Spaß, damit zu filmen. Und wie man in dieser Szene sehen kann, musste mein Kameraequipment auch schon so einiges aushalten. Zum Kochen habe ich mich für den MSR Whisperlite entschieden. Wie der Name schon sagt, ist er wirklich sehr leise und da ist auch eine Kugel drin, die das System reinigt, was sehr praktisch ist, besonders wenn man mit dem Fahrrad fährt und das sowieso ein bisschen ruckelt. Ich habe eine Benzinflasche in einer Nummer größer bestellt und die reicht, wenn ich morgens einen Kaffee koche und zwischendurch einen Tee und nochmal was Warmes tagsüber oder abends, komme ich da eine Woche mit hin. Der Windschutz ist auch super praktisch, der mitgeliefert wird. Den sollte man aber besser nicht knicken, ansonsten bricht der irgendwann. Den wickelt man am besten um die Flasche. Das hat mir mal ein anderer Fahrradfahrer zum Glück verraten. Schönen Gruß an Erik. Und ja, zum Entzünden des Benzins nehme ich halt hier ganz einfach das Messer und die Funken reichen vollkommen aus. Ich habe gar kein Feuerzeug mit. Ja, ansonsten Besteck. Ich hatte anfangs Besteck mit Plastikgriffen und weiß ich nicht, um möglichst Gewicht zu sparen, aber ne, so ein Stress, das geht eh nur kaputt und jetzt habe ich ganz normales Besteck und Stäbchen habe ich mir zugelegt. Da muss ich aber sagen, mit Holzstäbchen komme ich besser klar. Ich weiß nicht, ob es so meine Technik ist oder ich mit Holzstäbchen einfach einen besseren Grip habe. Ja, das ist auch noch sehr interessant. Und zwar habe ich hier einen Becher und einen Teller mit Silikonrand. Da bin ich auch super zufrieden mit, weil das halt sehr kompakt ist und leicht. Mittlerweile ist hier ein kleines Loch drin und ja, da muss ich jetzt aufpassen beim Trinken oder ich hole mir jetzt irgendwo demnächst mal einen neuen, wenn ich einen Outdoor-Laden finde. Den Teller, den kann man auch als Brettchen benutzen zum Schneiden. Wenn man das macht, dann kommt man aber hier an die Seiten dran, dann hat man da auch Löcher drin. Ich muss aber zugeben, den benutze ich sehr selten mittlerweile, denn ich esse alles aus dem Topf raus. Das erspart Arbeit und Zeit. Ja, dann kommen wir auch zum Topf und zur Pfanne. Die sind aus Aluminium. Ja, ist nicht das Nonplusultra, aber es ist leicht und es erfüllt seinen Zweck.
Mein Zelt ist ein Hilleberg GT2. Das ist ein Tunnelzelt und das ist schon sehr groß und sehr schwer. Also es ist schon sehr Luxus, als einzelne Person so ein Zelt mitzunehmen. Normalerweise ist es für 2 Personen gedacht. Ich habe mich dafür entschieden, für den Luxus, für den Platz, den ich gerne für mich habe, und ich bekomme halt alle meine Taschen problemlos da runtergestellt und sogar mein Fahrrad in das Vorzelt, wenn ich es möchte. Da ist mir aber leider, ich blende das nachher mal ein kurzes Video ein, wie ich das draußen mal filme. Ist halt schwer, hier ein Zelt aufzubauen. Da sieht man dann kurz, wie ich mit dem Sattel am Zelt mal rangekommen bin. Da sind ein paar Katschen reingekommen. So sieht mein Nalo GT2 aufgebaut aus. An dieser Stelle bin ich mit dem Fahrradsattel mal dran gekommen. Für mein Innenzelt habe ich mittlerweile den 3. Zipper für den Reißverschluss. Das scheint ein kleiner Schwachpunkt zu sein. Ja, ich muss sagen, ja, es ist teuer. Eigentlich 1000 Euro. Ich hatte einen 10% Gutschein, hat mich dann nur 900 gekostet. Aber es ist echt gut. Also ich habe jetzt in den 2 Jahren, die ich auf Reisen bin, ja, circa ein Jahr lang wirklich das Zelt genutzt. Und ja, die andere Zeit war ich dann in Hotels, Hostels, Jugendherbergen oder wurde eingeladen. Aber ich habe wirklich circa 365 Tage mein Zelt aufgebaut. Und da muss ich sagen, dafür da hat das einen richtig guten Job gemacht. Bisher sind 2 Zeltstangenglieder gebrochen. Und zwar ist das zweimal hier passiert. Wie man sieht, habe ich es mal versucht zu reparieren. Hat mal ein paar Tage noch funktioniert, provisorisch, aber dann brauchte ich Ersatz. Habe ich jetzt auch genug. Ich habe ein komplettes Set bestellen lassen. Ja, ansonsten die Heringe sind auch sehr gut. Man kann das Zelt sogar im Sand aufbauen. Das funktioniert damit. So ein paar Zentimeter, so 1, 2 Zentimeter länger wird, glaube ich, noch besser sein, aber es funktioniert. Dann, was gibt es da noch zu sagen? Ja, das Zelt, das hat wirklich auch alles, musste schon so viel aushalten. Stürme, Sandstürme, 2 Vulkanausbrüche, wo dann ganz viel Vulkanasche runterkam. Das hat auch mittlerweile keine grüne Farbe mehr, das ist eher so gräulich. Ja, es ist auch nicht mehr 100% also wasserdicht. Wenn es sehr, sehr stark regnet, merke ich schon, dass da Tropfen runterkommen. Aber dann habe ich noch ein Innenzelt und wenn das vernünftig gespannt ist, dann, weil da keine Nähte sind, dann gehen die Tropfen außen einfach runter. Das heißt, es passiert ganz, ganz selten, dass mal die Tropfen ins Innenzelt reinkommen. Also eigentlich bleibe ich von oben trocken. Ich muss aber mittlerweile sagen, dass es von unten, wenn sich eine Pfütze unterm Zelt bildet, dann wird das von unten, kommt ein bisschen Feuchtigkeit rein. Also es hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Es ist wirklich ein bisschen Feuchtigkeit. Ich schwimme dann nicht im Zelt. Aber man muss sagen, für so eine lange Zeit, dass ich das Zelt nutze, ich muss sagen, das wäre schon wahrscheinlich viel eher passiert, hätte ich nicht diese Plane mit. Da muss ich sagen, das war auch, ich glaube, 1,2 Kilo waren das. Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Aber muss ich sagen, ich würde sie wieder mitnehmen, denn
Ich glaube, ohne die wäre der Zeltboden schon längst eher beschädigt und ich müsste mir, glaube ich, schon ein neues Zelt holen. Die Plane, die nutze ich auch übrigens, wenn ich mal mit ins Flugzeug steigen muss, nehme ich die nochmal als Schutz für die Packtaschen. Dann wickle ich die einfach nur um die Packtaschen und tape das dann zu, fertig. Sehr cool. Hatte ich auch mal geplant, als Tarp zu verwenden, aber ich habe am Anfang mein Hammock zu Hause gelassen. Im Video, was ich einblende, hat man auch gesehen, hatte ich 2 Löcher oben. Das war von einer Katze. Ist auf Island passiert, als ich mein Zelt gerade abends ausgelegt habe, ist eine Katze drüber marschiert. Das habe ich dann mit Zeltmaterial geflickt, was ich in einem Autoladen gekauft habe, dann einfach Allzweckkleber genommen. Das funktioniert. Gibt wahrscheinlich bessere Methoden. Aber jo, man muss das nehmen, was man zur Verfügung hat. Ja, das so zu meinem Zelt. Also ich muss sagen, es ist teuer, aber es ist super Qualität. Ich bin super zufrieden damit. Also ich würde das Zelt wieder kaufen, definitiv. Ich schwank zwar, ich würde natürlich auch gerne mal so ein kleineres Zelt ausprobieren, wie das damit ist. Weiß ich, es gibt ja so viele gute Marken, MSR oder weiß ich nicht. Aber damit kann man nichts falsch machen. 4 Jahreszeiten benutzt und hat schon einiges aushalten müssen. Jetzt erzähle ich ein bisschen was über meine Schlafsäcke und meine Matratzen, die ich bisher genutzt habe. Meine erste Matratze war von Thermarest, Neo Air X-Term ist der Name. Die kostet 200 €, aber die war es wirklich wert. Die hat auch lebenslange Garantie und leider ist mir vor, wie lange ist das jetzt her? 4 Monaten, also nach über 1,5 Jahren, sind mir ein paar Kammern aufgepoppt. Das zeige ich hier, sieht man das im Bild. Und ja, ich habe die dann nach Hause geschickt, weil ich das nicht unterwegs mit der Garantie klären wollte, weil das ja auch 2 Wochen dauert. Dass ich jetzt die Zeit dafür habe, wusste ich auch nicht. Ja, das werde ich dann erledigen, wenn ich wieder zu Hause bin. Die werde ich mir definitiv wieder besorgen. Die habe ich bei minus 14 Grad genutzt und die hat die Körperwärme reflektiert und trotzdem habe ich die im Sommer genutzt. Ich hatte damit keine Probleme. Ja, die hat nicht geknittert. Ich hatte einen super Schlafkomfort. Das war echt eine gute Investition. Da war dann noch so ein Blasebalg, wo man selber Luft mit reinpumpt, damit man das nicht mit dem Mund macht und Feuchtigkeit reinkommt. Super Ding. Als Ersatz habe ich mir dann jetzt für die restlichen Monate, die ich noch reise, auch von Thermarest, aber das ist reiner Zufall, hier so eine Schaummatte besorgt. Die ist zwar sperrig, die schnalle ich mir einfach hinten, packe ich hier aufs Gepäck drauf, mit dem Gummi einmal rum. Aber was sehr praktisch ist, die kann ich auch zum Picknick benutzen. Man hat halt dann keinen kalten Hintern, ne? Man setzt sich da dann einfach drauf. Das ist echt super und ja, ist halt schneller aufgebaut. Ne? Ein Zelt aufbauen, die Matte reinschmeißen, Schlafsack raus und man ist schon schlafbereit. Das hat man 2 Minuten gespart. Morgens und abends. Ja, hier habe ich noch ein Inlet. Das nutze ich ja als erste Lage hauptsächlich für meinen Down-Schlafsack, weil den zu waschen ist ein bisschen schwieriger und ja, damit der dann nicht so schnell riecht, nutze ich den als Zwischenlage, weil so ein Inlet kann man mal schnell waschen. Mein Winterschlafsack, den habe ich auch nicht immer dabei. Den schicke ich nach dem Winter immer nach Hause und einmal war meine Schwester so nett und hat den dann für mich gewaschen. Das ist dann, das macht man mit speziellen Waschmitteln und auf der Hand in der Badewanne und dann muss man den flach auslegen. Also ist schon ein bisschen aufwendiger. Der Winterschlafsack, der ist von Mountain Equipment, das ist ein Glacier 1000. Den wie gesagt, ich habe schon bei minus 14 Grad in der Nacht draußen gezeltet und
Da wurde mir nicht kalt. Ich hatte auch schon kalte Tage, auch an den Füßen, habe ich ein paar Daumen verloren. Da kann es mal ein bisschen kalt werden. Und ich habe aber die meisten Probleme mit der kalten Luft, die ich dann einatme. Ich zeige euch gleich mal, man kann den komplett, zumachen, dass man nur noch den Mund sieht. Das zeige ich euch gleich. Ansonsten bin ich da super zufrieden mit, auch wenn ich weiß, oh, es sind 4, 5 Grad, dann packe ich den schon aus, wenn ich den mit habe, weil ja, der Schlafkomfort ist einfach genial. Da möchte man morgens echt gar nicht mehr aufstehen. Ja, man muss halt immer gucken, ist halt down, dass der trocken wird, immer schön lüften. Wenn man die Chance hat, Anfang meiner Reise, hatte ich dann noch nicht so den Dreh raus und da wurde mir mal eine Nacht richtig, richtig kalt und da habe ich mich erkältet. Dann habe ich hier von Mountain Hardwear Lamina Z ist das, Lamina Z Flame. Das ist ja, ein Schlafsack, also ein Kunststoffschlafsack, den nutze ich bis 0 Grad. Das geht auch ohne Probleme, aber dann trage ich lange Unterwäsche noch zusätzlich. Mit dem bin ich super zufrieden. Wie man auch sieht als Vergleich, der ist auch kompakter und trotzdem habe ich keine Probleme damit, den hier zusammenzuwickeln und hier reinzupacken. Was ich sagen muss, ist, der Reißverschluss, der klemmt manchmal. Hier ist der super, aber hier klemmt er manchmal, ist aber jetzt ja nicht allzu schlimm. Ja, und den packe ich auch so einfach in die Waschmaschine und in den Trockner. Das ist kein Problem. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass in der ganzen Zeit, den ich den genutzt habe, dass dadurch das Material jetzt schlechter geworden ist. Ja, dann gucken wir doch mal, dann packe ich den jetzt mal aus und schlüpfe mal rein, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Da war die Kapuze von meinem Hoodie wohl ein bisschen im Weg, ansonsten hätte ich das, glaube ich, ein bisschen besser zuziehen können. So, ich glaube, ich habe jetzt alle meine Klamotten zusammen und dann fangen wir mal mit den Schuhen an. Und zwar sind das Lover Renegade. Das ist jetzt mein zweites Paar auf dieser Reise. Mein Bruder hat mir vor ein halbes Jahr ein neues Paar mitgebracht, weil ich bei den alten schon hier unten ein Loch drin hatte und ja, das war dann so für Island ja nicht mehr praktisch. Äh, Die haben leider schon auch hier an der Seite so einen kleinen Schlitz. Ich glaube, da kommt so ein bisschen Feuchtigkeit rein, aber ansonsten finde ich die Schuhe wirklich cool. Die halten warm. Und hier sowas kann ich auch empfehlen. Einlagen aus Wolle und da kann man dann nochmal eine Schicht Alufolie drunter packen. Also für den Winter, also hat mir jemand mal den Tipp gegeben und ich fand das ganz hilfreich, muss ich sagen. Ich glaube, meine Füße waren dann ein bisschen wärmer als sonst. Ja, das dazu. Der Schlauchschal, der ist halt auch, den kann man immer benutzen. Ne? Den hatte ich in der Wüste als Schutz gegen Sonne im Nacken oder als ein Sandsturm kam, dann hatte ich den halt über meinem Mund und Nase, dass ich nicht zu viel Sand im Mund bekomme. Also must have für so eine Reise. Und auch im Winter, wenn man den anzieht, hilft das nochmal, dass keine kühle Luft hier reinkommt. Wie man sieht, mein Bart ist noch nicht lang genug. Deswegen braucht man dann sowas.
Ja, ansonsten habe ich eine ganz normale Mütze mit. Ne, Hauptsache der Kopf ist warm. Und Handschuhe, da hatte ich zuerst von Gore-Tex welche, die richtig gut waren und teuer. Ich glaube, die haben 60 € gekostet. Da habe ich aber in Japan mal einen verloren. Äh, das war halt Gore-Tex-Material, atmungsaktiv und die konnte ich halt bis 0 Grad anziehen. Und die haben mich halt sehr gut vor Regen geschützt und da war ich zufrieden mit, aber leider einen verloren. Und ich hatte noch Winterhandschuhe mit, also so richtige Snowboard-Handschuhe, so fette. Ja, die waren für den Winter richtig cool. Das waren zwar keine Fäustlinge, haben aber trotzdem meine Hände gut warm gehalten. Und die haben mich auch beim Fahren nicht behindert. Also es geht, es ist machbar. Die habe ich aber weggeschmissen, weil ich hatte gedacht, ich hätte dadurch eine allergische Reaktion. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich Frostbeule hatte, weil ich dann abends beim Kochen die Hände zu lange draußen hatte im Winter wahrscheinlich. Und ja, blöd. Auf Island habe ich mir dann ein paar neue Handschuhe besorgt. Ja, die sollen eigentlich wasserdicht sein, sind sie nicht und halten aber trotzdem warm. Aber ich weiß auch nicht, Marke Tegera sagt mir nichts. Weiß ich nicht, ob das was Isländisches ist. Ja, erfüllen ihren Zweck. Ich hatte die auf Island bei circa 0 Grad mit Schnee, Matsch und so weiter. Ist es dann nicht so geil und mit starkem Wind, aber wenn es nur kalt ist, bleiben die Finger warm. Jo, so, dann kommen wir mal ja, zur kurzen und langen Hose. Und zwar sind die beide von Fjällräven. Hier die lange Hose ist schon das zweite, ist ja, die zweite Hose, die ich habe. Die alte, die war schon so zerschlissen. Die hat aber trotzdem ca. 12.000 Kilometer auf dem Fahrrad gehalten. Und die kurze Hose auch. Und mit dem Material von der alten langen Hose habe ich hier hinten bei einem Schneider die kurze Hose flicken lassen. Das heißt, ich habe jetzt wieder eine kurze Hose für den Sommer demnächst. Das Coole an den Hosen ist, die sind an den Knien und am Gesäß verstärkt. Mücken können nicht durchstechen. Und ja, allgemein ist das Material halt sehr robust. Also da bin ich sehr zufrieden mit, auch mit den vielen kleinen Taschen. Das mag ich ganz gerne. Ja, fand ich, war auch eine gute Kaufentscheidung. Ich musste ja immer überlegen, ich reise 4 Jahreszeiten und gehe auch wandern und weiß ich nicht. Ja, da war das ein guter Kompromiss. Ja, ansonsten meine kleinen restlichen Klamotten. Hier zum Wechseln mal so ein Funktionsshirt. Dann eine normale kurze Hose und eine Schwimmhose und noch ein T-Shirt. T-Shirt, das ist jetzt, glaube ich, mein 4. T-Shirt. Irgendwie sind irgendwann sind da Löcher drin und ja, das war auch jetzt nicht immer das beste Material. Mal gucken, wie lange dieses Shirt hält. Ist noch aus Thailand. Ja, ich habe halt 2 Paar normale Unterhosen, dann 2 Paar Radlerunterhosen, die gefüttert sind, was sehr wichtig ist. Und ja, Socken habe ich jeweils 2, also 2 dicke Paare und 2 dünne Paare. Mikrofaserhandtuch. Dann habe ich hier für den Winter Merino-Wolle. Das habe ich hier auch gerade unter dem Pulli an und hier auch nochmal für die Beine darunter. Die feiere ich total. Also das ist von Woolpower. Das ist halt sehr weiches Material und hält super warm. Ich habe mal gehört von anderen Reisenden, dass die das unangenehm auf der Haut finden, wenn man sehr schwitzt. Kann ich verstehen. Ich finde es nicht unangenehm. Und es hält super warm und ist super gemütlich zu tragen, so als erste Schicht im Winter. Echt cool. Also super Kaufentscheidung.
Ja, das ist jetzt eine Kunstfaserjacke, Hoodie von, ach, wie heißt die nochmal? Arc'teryx. Die gibt's ja auch in verschiedenen Marken, also muss nicht von dieser Marke sein, aber die ist halt, ja, von der Körpergröße her hat die halt, ne, also von den Maßen hat die super gut gepasst. Und das richtig dicke Plus an dieser Jacke ist, dass die, auch wenn die nass ist, hält die warm. Also wenn ich mich auf dem Fahrrad bewege und die ist nass, mir ist trotzdem warm. Das ist echt ein Riesenvorteil. Riesengroßer Nachteil ist, wenn ich stehen bleibe und mich nicht bewege, wird mir kalt. Aber dafür habe ich dann hier den Pulli. Ja, also der hat auch minimale Verschleißteile, nur die sieht man aber kaum. Also eigentlich fast wie neu. Und ich bin auch froh, dass ich die gekauft habe. War halt teuer, ne? Ich glaube 250 Euro. Aber es ist wert. Also die werde ich auch nach meiner Reise noch weiter nutzen. Das dazu. Ja, meine Regenüberziehsachen. Also Überziehhose. Die ist von Patagonia. Die hat auch echt lange super trocken gehalten. Und die kann ich auch prima überziehen, auch wenn ich die Schuhe anhab. Hier an der Seite muss man nur den Reißverschluss aufmachen, dann kann man da super durchschlüpfen. Die haben wir mittlerweile an den Nähten irgendwo, kommt da ein bisschen Wasser durch. Es ist aber noch okay. Also beim Starkregen, vielleicht mache ich dann manchmal eine Pause vom Radeln. Ja, ansonsten das hält wahrscheinlich noch, bis ich zu Hause bin. Also ich werde nicht klitschig, also nicht komplett nass, außer wenn ich jetzt Hügel hoch und runter fahre. Also das Material ist zwar atmungsaktiv, aber wenn ich mal richtig ins Schwitzen komme, da kommt die auch nicht hinterher. Das ist aber genauso mit der teuren Shelljacke, Regenjacke, die ich auch von Arc'teryx habe. Das ist genauso. Also auch eigentlich super atmungsaktiv, aber wenn man einmal richtig im Schwitzen ist, keine Chance, dann wird man auch von innen nass. Ja, da muss ich sagen, da habe ich lange gesucht, bis ich mal eine gefunden habe von einer Marke, die auch passend ist. Wie gesagt, das ist eine Typsache. Muss nicht die Marke sein. Dieses Material hier ist auch Gore-Tex, ist zweilagig. Die gibt es noch eine Stufe stärker, also dreilagig, aber dann war die mir ja zu unbeweglich und die ist ein bisschen dünner, ein bisschen beweglicher, das hat mir besser gefallen. Und ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwo in den Bergen klettern und das muss jetzt irgendwie, ne, wenn ich mich am Stein irgendwo gegenratsche oder so, das passiert mir ja in den meisten Fällen nicht. Das heißt, es muss kein richtig hartes Material sein beim Fahrradfahren. Ja, ansonsten, ja, bin ich auch sehr zufrieden damit. Noch 2 Taschen. Hier kann man die Ärmel zumachen. Hier unter den Armen Lüftung. Echt gut, gefällt mir. Das ist dazu. Ja, den Fleece-Pulli, habe ich ja schon gesagt, den ziehe ich dann an, wenn die nass ist oder Hauptsache, ich habe für abends was Trockenes. Denn abends mit nassen Sachen ins Zelt und so weiter, das ist nicht so schön. Also da erkältet man sich schnell. Deswegen gucke ich immer, dass ich sowas trocken abends zur Verfügung habe. Ja, und waschen tue ich das nicht immer, natürlich manchmal, wenn ich im Hotel bin, Hostel oder Campingplatz, wenn dann eine Waschmaschine ist, wasche ich mit der Waschmaschine. Aber es ist schon sehr, sehr oft vorgekommen, dass ich ein paar Sachen hier in diesem Scrubber-Bag wasche. Der hat auch hier innen ein paar Noppen, das unterstützt das nochmal, das Waschen mit den Händen. Und ja, da packe ich dann 2, 3 Sachen rein, ein bisschen Pulver, heißes Wasser und dann packe ich das zu. Und dann wird das durchgeknetet und dann nochmal mit klarem Wasser nochmal durchgeknetet und so weiter. Ja, das ist sehr praktisch, also sehr zu empfehlen auf so einer Reise, um mal auf der Hand zu waschen. Ja,
ich glaube, soweit dann zu meinen Klamotten. Bevor es jetzt weiter zum Fahrrad geht, zeige ich euch noch so ein paar kleine wichtige Sachen, die man mithaben sollte. Eine Luftpumpe, damit mache ich aber nur so 2,5 Bar, den Rest pumpe ich dann beim nächsten Fahrradladen auf. Oder es findet sich immer irgendwo ein Laden auf der Welt, womit man nicht nur ein Autoventil aufpumpen kann. Dann habe ich hier nochmal einen Ersatzschlauch. Wenn ich einen Platten habe, dann wechsle ich den sofort mit einem kompletten ganzen Schlauch und pflege den kaputten dann später. Und hier für den Mantel, um den rauszuhebeln, hier die Standardflicken. Hier habe ich ein Entlüftungsset für mein Bremssystem. Und hier habe ich ein Ölwechselset für meine Rohloff. Da kommen wir gleich noch zu. Eine Zange, kann man immer brauchen. Hier ist dieses Cane Creek oder wie das heißt, dieses 16:1 Crane Brothers, ja, 16:1 Tool. Ganz sehr, sehr nützlich. Es rostet aber. Also es ist schon mein zweites und das fängt auch schon leicht an zu rosten. Ja, aber weiß ich, wie viel kostet das? Weniger als 20 €, kann man nichts sagen. Ein paar Bremsklötze, ist immer gut, welche mitzuhaben. Hier für meinen Kocher, den MSR Whisperlight, ein paar Ersatzteile. Ganz wichtig, Erste-Hilfe-Set, ein kleines und eine Warnweste, besonders wenn man durch Tunnel fährt oder halt im Dunkeln. Ja, dann noch ein paar Kleinigkeiten, also Kabelbinder und Nadeln und Faden. Normalerweise habe ich auch Panzertape, das ist aber letztens leer geworden. Dann habe ich hier noch eine Ersatzkette und dann habe ich noch Ritzel und für vorne ein Kettenblatt und Bowdenzüge. Ja, ist jetzt nicht, zum Glück nicht super schwer, ansonsten wäre das eigentlich schon fast überflüssig. Ja, das dazu und jetzt zu dem Fahrrad. Ja, das ist mein Fahrrad, mit dem ich die letzten 2 Jahre schon über 29.000 Kilometer zurückgelegt habe. Das hat damals der Jan Cordes für mich zusammengebaut. Ich habe das Fahrrad nämlich online auf einer Fahrradseite gesehen und das war schon zu 90% genau das Fahrrad, was ich haben wollte. Ja, also schöne Grüße, Herr Cordes, das haben Sie echt super zusammengebaut. Und ja, für das Fahrrad habe ich 3.500 € bezahlt und das ist auch wirklich jeden Euro wert. Also ich bin sehr zufrieden damit. Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt im Nachhinein trotzdem ändern würde. Das erzähle ich euch aber, nachdem ich auf jede einzelne Komponente jetzt mal eingehe. Also legen wir mal los. Vorne und hinten habe ich die gleichen Mäntel drauf, und zwar von Schwalbe die Mondial. Die fahre ich auch bei jedem Wetter und damit bin ich bisher super klar gekommen. Die haben auch einen ganz normalen Pannenschutz und ja, ich habe bisher 9 Platte gehabt, 8 hinten, 1 vorne und ja, da kann man nicht meckern bei fast 30.000 Kilometern. Ja, Speichen sind vorne und hinten immer noch alle drin. Das heißt, da muss ich noch keine wechseln. Die Felge ist auch vorne und hinten immer noch die gleiche wie Anfang an. Die Lowrider und hinten der Gepäckträger ist beides von Tubus und ja, da gibt es auch nichts zu bemängeln. Hier, da gibt es halt noch die mit diesem Bogen, diese andere Variante. Aber die sind ganz okay mit den Ortlieb-Taschen, die ich habe, die ich euch gleich zeige. Wenn ich die drauf packe, da wackelt nichts, ist alles super. Ja, dann gehen wir direkt weiter zu dem Bremssystem. Das ist von Magura, die HS33. Das ist ein hydraulisches Bremssystem. Also die Bremsleistung ist sehr gut und die Bremsbeläge, die wechsle ich so weiß. Kann man schwer sagen, so alle 3.000, 4.000 Kilometer. Es kommt halt immer auf das Land an, auf die Strecke, ob man jetzt viel bremsen musste, viel bergab. Ja, ansonsten kann man die mit dem Schnellspanner die eine Seite super schnell rausnehmen und die andere Seite ist nicht viel Arbeit, die zu wechseln. Ja,
Entlüftet wurde das Bremssystem jetzt schon ein, zwei, dreimal. Zweimal hat es jemand anderes gemacht und zuletzt habe ich das gemacht. Da habe ich dann leider festgestellt, dass hier eine Lüftungsschraube zu fest angeschraubt wurde und die ist halt aus Plastik und ja, die ist mir dann leider gebrochen und da brauchte ich einen komplett neuen Bremshebel. Aber als ich den dann geliefert bekommen habe, war das auch kein Problem, den auszutauschen. Ja, die Griffe, also das ist auch wichtig, dass man da verschiedene Formen hat, dass man immer die Hände anders legen kann. Das ist halt, wenn man den ganzen Tag fährt, ist das angenehmer. Ja, dann kommen wir hier vorne zum Licht. Das ist Nabendynamo von Sonnen und dazu auch das passende Licht. Mit dem hat man 3 Stufen, aus, an und automatisch. Automatisch ist halt, wenn es dunkel wird, erkennt das System das und geht dann automatisch an. Der Vorteil ist, wenn ich stehen bleibe und es ist dunkel, dann es bleibt automatisch, das Licht bleibt länger an. Also für, weiß ich nicht, ich glaube 20 Sekunden oder 30 Sekunden, was halt ein super Vorteil ist. Wenn man kurz stehen bleibt, wenn man kurz was nachguckt, ist das Licht immer noch an. Man wird immer noch besser gesehen. Also ein super Vorteil. Ja, auch der Lichtkegel ist super hell und super gut und ja, da fühle ich mich auch im Dunkeln sicher. So, ja, hier ist noch eine kleine Tasche, da kommen ein paar Snacks rein, Müsli-Riegel, ein paar Bonbons für unterwegs. Ja, 2 Getränkehalter, meistens hier habe ich nur Wasser drin und da ist dann Kaffee oder Tee. Ja, bei diesem Rahmen handelt es sich um einen Stahlrahmen von der Marke Norvid, ein deutsches Unternehmen und das ist ein Norvid Goldland. Und ja, ich habe mich für Stahl entschieden, weil man auf der ganzen Welt, wenn da ein Problem mit ist, kann man das überall schweißen. Und es fängt halt mehr Vibration ab als Aluminium. Ja, der Rahmen ist auch perfekt auf mich zugeschnitten, konstruiert. Und ja, es ist ein 26 Zoll. Das habe ich damals gewählt, weil das halt ja, robuster ist. Und ja, man hat immer gesagt, 26 Zoll kriegt man notfalls auf der ganzen Welt Ersatzteile. Ja, der hier vorne, der Steuersatz, der hat schon relativ viel Spiel. Der müsste ausgewechselt werden. Damit kann man noch weiterfahren, damit werde ich auch bis zum Schluss fahren. Aber dann muss da mal ein neuer her. Ja, Tretlager ist immer noch 1A. Ja, die Pedalen, das sind so 0815 Pedalen, die quietschen noch manchmal. Ja, vielleicht müssten da mal neue her. Ja, hier hinten habe ich natürlich ein Schmuckstück, eine 14-Gang-Nabenschaltung von der Marke Rohloff. Mit der bin ich auch super zufrieden. Ist natürlich sehr teuer, aber auch sehr wartungsarm und ja, eigentlich hält die wirklich sehr, sehr lange. Da ist nämlich, das ganze System ist nämlich innen, nicht wie bei einer normalen Kettenschaltung, dass außen die Kette gewechselt wird, die Gänge, sondern das ist alles innen in einer Ölwanne und ja, sehr wartungsarm. Man soll alle 5000 Kilometer oder einmal im Jahr einen Ölwechsel durchführen. Ich habe es jetzt alle 7000 Kilometer gemacht und ja, ich glaube, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ja, über Bowdenzüge, das geht hier runter, damit schaltet man dann, das geht dann hoch zum Lenkrad. Das ist einfach nur so ein Schaltknauf, den man drehen muss. Ja, eigentlich klappt das ganz gut, außer im Hochsommer, wenn man so ein bisschen schwitzig ist, dann rutscht man schon mal ab, aber halb so wild. Ja, bei einem Sandsturm ist mir hier einmal Sand reingekommen. Das hat das dann hier, das System, ja, zugesetzt. Na, so, dann war hier ganz viel Sand drin. Ja, sauber gemacht. Bisschen Schmierereien und dann hat das wieder funktioniert.
Ja, auf der anderen Seite hinten die Ritzel sind immer noch die gleichen von Anfang meiner Reise und vorne das Kettenblatt genauso. Die musste ich noch kein einziges Mal wechseln. Und die Kette, da hatte ich anfangs Billigketten benutzt, die musste ich immer so alle 3.500 Kilometer auswechseln. Aber dann bin ich auf ja, spezielle Ketten für Single Speed habe ich dann genommen und seitdem die halten ja, über 10.000 Kilometer. Von KMC sind die und ja, super. Alle 500 Kilometer reinige ich die Kette und öle die ein bisschen oder gut, wenn nach dem Regen oder so, damit die nicht so ein bisschen rostet. Über meinen Nabendynamo habe ich hier oben auch noch einen USB-Ausgang. Den nutze ich aber eigentlich so gut wie gar nicht. Ab und an mal, um meine Soundbox zu laden oder meine Kamera. Aber irgendwie ist er überflüssig, da kommt mir zu wenig Power raus. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sehr, sehr langsam bin. Vielleicht bastel ich mir mal eine Powerbank, wenn ich wieder zu Hause bin. Mal gucken, was ich damit noch mache. Ja, hier habe ich einen Bruchsattel und eine Federung von Crane Creek. Ja, die Kombination, die ist einfach cool. Es ist ein ja, super Fahrkomfort. Macht sehr viel Spaß zu fahren. Ich freue mich so wahnsinnig, dass ich mich dann demnächst wieder draufsetzen kann. Da muss man den erstmal einfahren, aber da hatte ich auch schon keine Probleme mit. Das Einzige, wo es anfängt zu zwicken, ist, ja, wenn ich mal über 120 Kilometer am Tag fahre oder es halt sehr heiß ist und ich fahre lange Strecken und man so ein bisschen schwitzt und so weiter, dann ist mehr Reibung. Aber ansonsten merke ich nichts. Echt cool. Es gibt 3 Sachen, die ich gerne an meinem Fahrrad ändern würde. Zum ersten wäre das ein breiterer Lenker. Ich habe nämlich vom Michel das Fahrrad gefahren, von rausgefahren und ja, da muss ich sagen, das ist so cool, breiten Lenker. Das gibt nochmal, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Fahrspaß. Ja, größere Laufräder. 26 Zoll finde ich doch ein bisschen klein. Und das Argument, dass man das auf der ganzen Welt bekommt und 27,5 oder so, dass das schwierig ist zu bekommen, das zählt heutzutage nicht mehr. Man bekommt per Post wirklich in jeder Ecke der Welt bekommt man was zugeschickt. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann was noch relativ simpel wäre, einfach eine andere Farbe. Auch meine Packtaschen. Ich habe alles relativ ja, grau gewählt und ne, ich wollte viel wild campen, unentdeckt bleiben. Total unnötig. Also ich würde lieber mit mehr Farbe fahren, glaube ich. Jetzt kommen wir zu meinen Packtaschen. Die sind von Ortlieb und ja, da habe ich vorne 2 kleine, hinten 2 große erstmal. Bei den kleinen, da muss man auf der rechten Seite aufpassen, dass man nicht an den Bordstein kommt. Okay, es kommt auf das Land an. Ne, Rechts- oder Linksverkehr. Also vorne muss man auf jeden Fall aufpassen. Bei einem habe ich schon unten 2 kleine Löcher deswegen. Das ist ein bisschen schade, aber in der Tasche habe ich nur mein Kochequipment. Ansonsten sind die von oben und sonst komplett wasserdicht. Das ist echt super. Bei der großen hier, muss ich sagen, ist das richtig cool, dass sie nochmal so einen Außenbereich hat. Da kann man dann mal, packe ich Seife rein oder so, wenn ich mir mal die Hände waschen muss oder Sonnencreme oder die Warnweste, ne? Immer alles, wo man mal schnell ran muss. Das ist super praktisch. Man kommt oft hier ne, gegen die Sträucher oder so, aber das finde ich nicht ganz so schlimm. Ja, ist halt hier hinten ne, gibt es diese Clips, da gibt es verschiedene Größen, kommt drauf an, welche Stangengröße man hat und die gehen schon mal verloren. Ich habe mittlerweile 3 Stückchen verloren, da nehme ich dann Panzertape als Ausgleich. Das geht auch. Ja, ansonsten, das sind die größten Taschen von Ortlieb. Glaube ich jedenfalls. Ich habe da lange nicht mehr bei denen nachgeguckt. Das sind 35 Liter Volumen haben die und
ja, bin ich sehr zufrieden mit. Passt super viel rein, besonders wenn man 2 Schlafsäcke mit hat. Ja, die Tasche kommt dann auch hinten drauf. Also die sind an der Seite, dann kommt da die Plane drüber, dann das Zelt und dann kommt das da drauf. Dieser Rackpack. Ja, da ist auch nochmal ganz viel Zeug drin, ja, ne, was ich zum Reparieren brauche oder meine Einkäufe. Also da ist auch relativ viel Platz. Ja, der hier, der kleine, der kütt vorne an den Lenkrad dran und da sind halt meine wichtigen Sachen drin oder ja, auch Sachen wie meine Kamera. Mache ich die auf, packe meine Kamera raus, mache Fotos, Videos. Ja, dann ist da auch noch ein Griff dabei, das heißt, dann kann man sich das einfach so auf die Schulter hängen. Ja, sehr praktisch. Wohl gesagt, der Schlüssel dazu, um das da oben abzuschließen, der ist schon verrostet. Das ist normalerweise alles super Qualität. Der Schlüssel ist scheiße. Ja, ich habe noch einen Rucksack mit. Den packe ich in ein Dryback und dann hier unter das Lenkrad. Ja, den nutze ich zum Wandern oder wenn ich mal im Hostel bin und dann eine Stadtbesichtigung mache, dann habe ich da auch meine Wertsachen drin. Dann möchte ich die nicht irgendwo zurücklassen. Ja, oder wenn ich mal mit dem Flieger fliege und dann kommt auch mein Elektrokram rein. Ja, dafür ist der gedacht. Ja, das soweit zu meinen Packtaschen. So, das war's. Ich bin jetzt noch circa ein Dreivierteljahr unterwegs. Vielleicht kommt nächstes Jahr dann nochmal ein Update. Falls ihr jetzt Fragen haben solltet, einfach unten in die Kommentare. Ich versuche alle zu beantworten. Ja, ansonsten bis demnächst und macht's gut.